Hallo, dieses ist Seelenleben, der dritte Teil. Man kann es vielleicht nur verstehen, wenn man diese drei Teile auch nacheinander sich anschaut, weil sie schon aufeinander aufbauen. Das Thema ist, ja, wie bei fast all meinen Videos, ist Jesus Christus und die Suche nach der Wahrheit und was kommt eigentlich aus dem Leben, was lehrt einen das Leben oder hat das Leben mir gebracht und was berührt meine Seele. Ich weiß, dass es unglaublich klingt für fast alle Menschen, dass es unvorstellbar ist für fast alle Menschen, dass Jesus Christus tatsächlich präsent ist und deshalb Deshalb ist es für mich auch sehr, sehr schwierig, überhaupt Menschen zu finden, mit denen ich das kommunizieren kann und wo es nicht von vornherein eine Ablehnung gibt oder Verspottung. In diesem Video möchte ich nochmal so ein paar Punkte zeigen, wie es in mein Leben gekommen ist, dieses Thema. Ich habe es mir nicht ausgesucht oder so wie vielleicht viele vermuten, dass ich mich erhöhen will, selbst erhöhen will, sondern es ist genau das Gegenteil, dass dieses Thema mein ganzes Leben über immer wieder zu mir gekommen ist, ich es aber immer in dem Sinne abgewehrt habe, dass ich nie den Gedanken zugelassen habe, dass ich es gewesen sein könnte. Bis nach und nach das Leben mich etwas anderes gelehrt hat. Jetzt nenne ich noch einmal dieses Beispiel. Ich hatte eine Fortbildung vom Arbeitgeber, das ist etwa auch 4 oder 5 Jahre her, ein Erste-Hilfe-Kursus. Und bei diesem Erste-Hilfe-Kurs gab es eine Übung, die stabile Seitenlage nennt sich das in der Fachsprache. Beim Unfallopfer, wenn du ohnmächtig bist oder da liegst und du musst jemanden auf die Seite drehen, damit er das Erbrochene nicht runterschluckt oder erstickt, damit er Luft kriegen kann. Bei dieser Übung wird der Arm hinter den Kopf gelegt und der Patient oder das Opfer in Anführungsstrichen zur Seite gedreht. Und meine Partnerin, also auch eine Arbeitskollegin, eine ganz, ganz liebe, hat es bei mir gemacht und mich zur Seite gedreht und plötzlich durchfuhr mich ein unglaublicher Schmerz von den Fingerspitzen durch die Hand, die linke Seite, Innen- und Außenseite, den ganzen Arm hoch, die durch die Schulter, die linke Brust, die Seite, die Hüfte, das linke Bein, der Fuß bis in die Zehenspitze rein. Und ich habe laut geschrien vor Schmerz und habe geschrien, ah, das sind Kreuzungsschmerzen. Wie kann überhaupt irgendjemand jemals auf die Idee kommen, wenn er Schmerzen erlebt, zu sagen, das sind Kreuzungsschmerzen? Kein Mensch kann es. Kein einziger Mensch käme jemals auf die Idee, es sei denn, er kennt diese Schmerzen. Das heißt, er ist gekreuzigt, der Gekreuzigte. Das hat mich noch einmal so ganz, ganz tief in dieses Thema reingeschleudert, tief berührt und wo ich noch einmal mein ganzes Leben reflektiert habe und noch einmal alles hochgeholt habe, alle Erlebnisse und versucht habe, einen Sinn darin zu finden, eine Ordnung darin zu finden, eine Logik darin zu finden.
Beweise darin zu finden. Dieses war auf jeden Fall so auch ein ganz, ganz eklatantes Erlebnis. Dann, was auch zu diesem Bereich eigentlich gehört, das sind meine ersten Lebensjahre, dass ich aus unerklärlichen Gründen die ersten 5 oder 6 Jahre meines Lebens ganz oft Krämpfe hatte in den Beinen, in den Füßen und in den Zehen. Aus unerklärlichen Gründen. Die Ärzte wussten keinen Rat. Niemand wusste, woher es kommt. Es gab ja auch eigentlich keine Hilfe. Meine Mutter hat hat so reagiert, weil ich dann noch ganz laut geschrien habe, wie am Spieß. Dann hat sie gesagt, schreit nicht wie am Spieß. Dann hat sie mich an den Füßen gehalten und hochgezogen, an den Beinen, damit ich senkrecht runterhänge. Und dann ist es in den meisten Fällen, glaube ich, auch besser geworden. Ich war zu klein, als dass ich das heute noch reflektieren kann. Das ist etwas, wo ich auch frage, woher kommt das eigentlich? Und von Geburt an Schmerz. Dann gibt es etwas, auch ein Punkt, der auch damit zusammenhängen kann. Das ist der Punkt, dass ich die ersten 14 Jahre meines Lebens jeden Tag geweint habe. Ohne Ausnahme. 14 Jahre lang. An den meisten Tagen mehrmals. Ich war so sensibel, ich brauchte nur angesprochen werden oder angeguckt werden, dann flossen mir schon die Tränen. In der Schule, wenn ein Lehrer oder eine Lehrerin meinen Namen aufrief und ich sollte etwas sagen, ich war so im Grunde und schüchtern und erschrocken und ich musste weinen. Ich musste da nicht immer wegen jedem kleinen bisschen weinen und habe deswegen unglaublich viel Spott und Verachtung geerntet, die gesamte Schulzeit durch. Mit 14 Jahren habe ich den ersten Tag meines Lebens erlebt, an dem ich nicht geweint habe. Und ich erinnere mich noch sehr genau, dass mein ältester Bruder Peter jetzt vor ungefähr 20 Jahren, als ich das mal thematisiert habe beim Familientreffen, wörtlich sagte, er könne sich noch daran erinnern und er hat gemerkt, dass ich von einem Tag auf den anderen verändert war. Das finde ich auch toll. Und woher kommt dieses denn? Diese 14 Jahre lang durch diesen Horror von Verspottung gehen und Verachtung und auch durch diese Angst, unter Menschen zu sein. Mein Wunsch ist eigentlich gewesen, dass ich Förster werde. Das heißt, ich wollte mit den Tieren leben, in der Tierwelt und in der Natur und eigentlich nicht mit Menschen zusammen sein, weil ich einen großen Horror vor Menschen hatte. Das ist der Punkt. Dann hat sich das geändert mit 14 Jahren nach dem Erlebnis, dass ich mal einen Tag nicht weinen musste. Dann habe ich ganz, ganz langsam begonnen, die Menschen zu lieben. Was mich letzten Endes dazu geführt habe, dass ich Erziehungswissenschaften studiert habe, Pädagogik studiert habe und Sozialarbeiter geworden bin und ja viele Jahre Sozialarbeit gemacht habe, eigentlich mit denen, vor denen ich Angst hatte. Ich hatte auch immer, egal in welchen Bereichen der Sozialarbeit ich tätig war, immer die eigentlich ausgestoßen wurden, am meisten ausgeschlossen wurden von anderen, die deklassiert waren, die vielleicht irgendwelche Behinderungen hatten, die oder schon, sagen wir mal, nicht leicht zu erziehen waren, wo man sagt, in Anführungsstrichen, schwer erziehbare, ganz, ganz viele, die gestrauchelt sind und ich habe einfach mit ihnen gelebt, immer diese Zeit, für die ich zuständig war und eigentlich nur von Mensch zu Mensch mit ihnen etwas gemacht. Dass wir zusammen Spiele gemacht haben, Billard gespielt haben, gekickert haben, Kartenspiele gemacht haben, gequatscht haben, dass man offen und ehrlich einfach sagen konnte, was man denkt, was man erlebt hat an dem Tag.
dass es egal ist, ob jemand eine Behinderung hat oder nicht, welche Hautfarbe jemand hat, ob jemand ein Deutscher ist, aus Syrien kommt, aus der Türkei kommt, aus Spanien kommt oder aus Portugal oder aus China, das ist völlig egal, oder aus Russland, das spielt alles gar keine Rolle, weil wir sind alle Menschen. Das hat mich halt immer weiter gebracht und auch auf einen schönen und guten Weg. Und das alles, das sind alles Sachen, das passt alles zu Christus. Und dieses, was ich dem ersten und zweiten Teil sage, das ist so, das ist mein Resümee nach 50 Jahren Beschäftigung mit diesem Thema. Ich bin der Gekreuzigte. Und ich habe einmal auf Facebook gepostet und es wieder gepostet, jetzt nochmal. Das sind Aussprüche, die ich gehört habe in der Nacht. Das ist so, dass wenn man schläft, man kann Stimmen wahrnehmen, Stimmen hören. Das ist so, wie in der Bibel steht, wer mich kennt, hört meine Stimme. Das bedeutet aber nicht, dass man die Stimme durch die Ohren hört, sondern das ist ein inneres Hören. Es ist so, man nimmt im geistigen Raum Gedanken wahr und Gedanken auf und diese Gedanken können selber eine Stimme beinhalten. Das heißt, der Gedanke durchwandert dich und in dir öffnet sich sozusagen dieser Gedanke und du hörst im Inneren diese Stimme genauso klar und deutlich, als würdest du sie mit dem Ohr hören. Aber du könntest sie nie aufnehmen mit dem Tonbandgerät, weil es keine hörbare Akustik ist, sondern es spielt sich in einem ab. Und da habe ich geschrieben, vor kurzem jetzt nochmal das wieder gepostet, das lese ich mal. Das sind nur ein ganz paar wenige Aussprüche, die mir aber buchstäblich und wortwörtlich im Gedächtnis geblieben sind. Und ich lese sie mal vor, so wie ich sie gehört habe, aber die Reihenfolge ist anders gewesen. Das weiß ich nicht, diese chronologische Reihenfolge. Ich habe auch keine Lust, das danach zu ordnen, weil das gar nicht wichtig ist. Das ist alles in den letzten 12 Monaten gewesen. Jetzt lese ich mal ganz kurz vor, was ich da geschrieben habe. Stimmen. Dieses sind einige der Worte, die ich irgendwann nachts gehört habe, als innere Worte, so als würden Engel vom Himmel herab auf mich blicken, aus einer Art neutraler Distanz. Die Stimmen sind immer sanft und ruhig, meistens weiblich. Es sind Informationen oder Bemerkungen, die mir im Gedächtnis bleiben. Am nächsten Morgen versuche ich abzuschätzen, aus welcher Richtung sie kommen, denn auch Dämonen können zu einem sprechen. Diese sind zum Beispiel einige der Bemerkungen nicht chronologisch geordnet. Erstens. Noch nie hat jemand so viel Wahrheit aufgedeckt. Nicht in einem Leben. Vielleicht in 2 oder 3, aber niemals in einem. Zweitens. Du bist der Einzige, der jemals wirklich gekreuzigt wurde. Drittens. Jeder andere hätte immer zuerst alles nach Geld untersucht und durchsucht. Viertens. Sie haben deinen Körper in eine Grube geworfen. Ich weiß nicht, ob das wahr ist. Fünftens. Niemand taucht so tief wie du. Sechstens. Du hast gesagt, alle, die an dich glauben, werden das ewige Leben haben. Nun, wir haben alle an dich geglaubt, auch wenn wir dachten, du wärst der andere. Siebtens. Sie wissen nicht, was sie tun. Achtens. Sie haben den Falschen gekreuzigt. Wir sind dem Falschen gefolgt. Jesus ist uns willkommen, aber wir werden nicht länger Herr zu ihm sagen können. Das passt zu der Vermutung, dass Jesus und Jesus Christus 2 verschiedene Personen sind. Neuntens. Auch wenn ein anderer höher steigt als du, du wirst für uns immer der Höchste der Höchsten sein.
denn du hast uns alle wieder vereint. Das war eine männliche Stimme, so hörte sich das an. Das sind einige der Bemerkungen. Und dann checke ich das ab am nächsten Tag und wenn fühle, ich gehe einfach nach meinem Herz, aus welcher Richtung kommt dieses einfach. Und wenn ich ein gutes Gefühl habe im Herz, dann weiß ich, das ist korrekt, das stimmt. Das Problem ist, dass ich es den Menschen nicht mitteilen kann, dass mir das niemand glaubt, dass wenn ich das sage, ich schon wieder deklassiert werde oder für verrückt gehalten werde. Aber das ist so, je weiter, je sensibler du bist, je größer, höher deine Feinfühligkeit ist, desto größer ist das Spektrum deiner Wahrnehmung, desto sensibler nimmst du aus dem gesamten geistigen Raum etwas wahr. Du nimmst aus dem gesamten Leben etwas wahr, was du nicht wahrnehmen kannst, wenn du ganz oberflächlich lebst und keine Tiefe hast. Dann ist es ausgeschlossen, so etwas wahrzunehmen. Und dann ist es natürlich auch klar, dass man einem anderen das nicht so schnell glaubt, weil man es nicht nachvollziehen kann, weil man es selber nicht erlebt. Es kann aber eigentlich jeder Mensch erleben. Es ist Training. Es ist einfach nur die Frage, wie sensibel mache ich mich, wie feinfühlig mache ich mich, habe ich Angst davor, Gefühle zu zeigen, andere machen mich sowieso per se schon von vornherein zu, weil ich Angst habe, dass ich schräg angeguckt werde oder etwas und lebe sozusagen ein Scheinleben, dass ich niemals ich wirklich bin, aus Angst, mich so zu zeigen, wie ich bin, weil ich Angst habe, dass ich vielleicht in eine Schublade gesteckt werde, wo ich nicht reingehöre oder eine negative Resonanz habe. Solange ich das mache, führe ich kein authentisches Leben. Ein authentisches Leben kann ich nur führen, wenn ich aus meiner Seele heraus, meinem tiefsten Inneren heraus, aus meiner Seele, aus dem Geist, der auch in mir ist, jetzt aber nicht im Gehirn, er ist in mir, gekoppelt an die Seele und mein Herz. Wenn ich daraus spreche, daraus lebe und immer daraus schöpfe, völlig unabhängig davon, wie die gesamte Außenwelt darauf reagiert, völlig unabhängig davon, was in der Außenwelt geschieht. Weil wir leben alle von innen nach außen. Was man uns einreden will von Geburt an, ist sozusagen die Umkehrung. Man hämmert uns alles von außen rein in uns. Unser wirklich wahres Innere wird immer kleiner, immer kleiner. Und dieser Buhmann-Bär, der da draußen ist, dieses Äußere mit all den Irrungen und Irrwegen, das bäumt sich auf zu etwas Riesigen und dem sollen wir folgen und da sollen wir buckeln und kriechen und zur Belohnung sagt dann jemand, das hast du toll gemacht oder so. Aber irgendwann am Ende des Lebens stellst du vielleicht fest, okay, ich habe gar nicht gelebt. Ich hatte nicht die Power, ich hatte nicht den Mut zu sagen, was ich denke. Ich hatte nicht den Mut, meine Gefühle zu zeigen, so wie sie sind, sondern ich habe ein Scheinleben geführt. Und darum kann ich allen nur sagen, lebe aus deinem tiefsten Inneren heraus und du kannst 99% von all dem, was man dir beigebracht hat, abhaken und sagen, das ist nicht wichtig. Es bringt dich nicht weiter, es bringt die Welt nicht weiter, es bringt niemanden weiter. Es bringt vor allen Dingen niemanden weiter, wenn einem ständig Negatives links und rechts um die Ohren geschlagen wird. Zu 99% negative Nachrichten. Das ist ja wie ein Magnet, der zieht, aber je mehr Aufmerksamkeit wir all diesen negativen Meldungen geben, desto größer wird die Kraft des Negativen. Das ist die Logik darin. Wir müssen eigentlich die Umkehrung machen. Das heißt, erzählt dir jemand etwas Negatives, denke es andersherum, für dich selber in deinem Inneren und sage dir einfach, das kannst du ja machen, leck mich am Arsch, auf gut Deutsch gesagt, ich drehe das für mich jetzt mal andersrum, in das Positive.
dass ich das in das Positive umdrehe in mir, das muss ich gar nicht dem anderen sagen, sondern das mache ich einfach so mal als Übung. Und dann schaue ich mal, wie viel von diesen Horrormeldungen, die sozusagen kommen, kann ich eigentlich erstmal in meinem Inneren gerade biegen, in die andere Richtung und denke es positiv. Da, weil ich es positiv denke, fließt ja auch meine Energie, meine Power mit in diesen Gedanken rein. Es geht alles in den geistigen Raum. Damit stärke ich alles Positive und nehme dem Negativen die Kraft, weil ich diesem Negativen nicht mehr mein Herzblut schenke und 90% meines Denkens. Und das sind alles Übungen, da können wir anfangen, etwas zu verändern, alle gemeinsam. Ja, das wollte ich jetzt sagen. Dies ist der Teil 3, auch wieder ohne Struktur, ohne Stichwort. Aber ich glaube, ich habe weniger oft gesagt. Oder also alles klar. Ciao, bis zum Teil 4. Tschüss, macht's gut.